In der virtuellen Welt ist es so, dass ja, erzählt wird, es gibt eine Zeitlinie und das war's. Tatsächlich ist es so, dass es unzählige Zeitlinien gibt und unzählige Zeitlinien auch pro Individuum. Und jedes Individuum hat seine eigenen Zeitlinien in die Unendlichkeit bestrickt. Aber nachdem jedes Individuum alles ist, das heißt, du bist auch das Kollektiv und du entscheidest mit deiner Energie, deinen Gedanken, deinen Mustern, deinen Glaubenssätzen, auf welcher Zeitlinie du bist, die dein Kollektiv bildet. Weil du bist zum Beispiel jetzt als Jeanette oder als Gangolf, Martina, als Katrin. Ihr seid ein Individuum, aber ihr bildet auch gleichzeitig das Kollektiv mit eurer Realitätsblase. Ja? Das ist das eine. Dann ist es das nächste, dass auch ihr als Individuum ein Kollektiv von verschiedenen Versionen von euch bildet. Das heißt, euch gibt es in super fröhlich, super traurig, in allen Formen, Farben und Facetten, in allen Ebenen, in allen Frequenzspektren existiert ihr auch und damit bildet ihr auch nochmal euer eigenes Kollektiv. Das heißt, das Kollektiv Katrin, das Kollektiv Gangolf, das Kollektiv Jeanette, das Kollektiv Lia, das Kollektiv Martina. Und so hat jeder nochmal seine, ja, seine Seele, kann man sagen, die sich wie in Kollektive aufteilt. So, dein Punkt von Aufmerksamkeit heißt, wo steckst du gerade mit deiner allermeisten Energie? Das ist das, was dich in einen gewissen Moment innerhalb des Quantenfeldes versetzt. Und dieser Moment trägt alle Frequenzpattern, die in diesem Moment in deinem Bewusstsein sind. Das heißt, in diesem Momentum sind alle Gedanken, Glaubenssätze, Meinungen. Deswegen befinden wir uns jetzt zum Beispiel in einem Kollektiv, wo ja gerade so ein Split stattfindet, wo wie so eine kleine Revolution stattfindet im Gesundheitssystem, im Wirtschaftssystem, im Arbeitssystem, weil es in uns stattfindet, weil wir begonnen haben, Dinge in der Tiefe zu hinterfragen. Natürlich könnte man sagen, ja, aber Moment, die anderen. Aber die anderen sind in dem Moment aus diesem Momentum des Fokus in deiner Realitätsblase ein Spiegel von deiner inneren Welt. So, und hier, wenn wir uns das vorstellen, fällt auf einmal dieses Thema Zeitlinien weg. Weil eine Linie ist etwas, was linear geht. Das heißt, von A nach B, nach C, nach D und alles so nacheinander, das bildet eine Linie. Das ist alles eine Suppe ist. Das heißt, ich nehme jetzt alle Linien, alle Momente, alle Dichten, alle Frequenzen, alles in einen Mixer, als würde ich wie Gemüse und Nüsse und Wasser und alles Mögliche zusammen machen und mix das einmal durch. Das ist eigentlich die Realität. Das heißt, wir sprechen gar nicht mehr von Zeitlinien, sondern von Zeitmomenten oder von Zeitinseln oder von dem Punkt von Aufmerksamkeit. Das heißt, in dem Moment sind wir ein Momentum innerhalb des Quantenfeldes mit einer ganz spezifischen Energie. Und wenn wir den Fokus in diesem Momentum halten, werden wir sozusagen zu einer stehenden Welle innerhalb des Quantenfeldes und diese stehende Welle können wir bewegen und in der Frequenz erhöhen. Und das ist das, was wir Ascension bezeichnen. Das ist das, was wir hier gerade tun. Das ist das, was während wir diesen Masterkurs haben, tun. Das heißt, der Punkt von Aufmerksamkeit, die stehende Welle erhöht die Frequenz, er reinigt die alten Konzepte, kriegt dadurch mehr Auftrieb, reinigt weitere Konzepte, kriegt mehr Auftrieb, trifft neue Entscheidungen, kriegt mehr Auftrieb, das Bewusstsein erhöht sich und so weiter und so weiter und so weiter. Und dadurch bewege ich mich innerhalb des Quantenfeldes in andere Momente, in andere Punkt von Aufmerksamkeiten, in ein anderes Zeitmomentum, das andere Qualitäten aufweist als das, wo wir angefangen haben, was andere, ja, mehr Kapazität hat im Ausdruck der Seele und des höheren Selbstes durch das Loslassen von alten Dingen und das Mehrwerden von, ja, von sich selbst, auch durch das Ausdehnen des Bewusstseins und auch durch das, was wir jetzt hier tun, dass wir über Metaphysik sprechen, dehnt das Bewusstsein aus und gibt damit die Möglichkeit, mehr von den Energien der Seele zu übersetzen. Und das Ganze kann man jetzt wiederum sagen, ja, aber das ist ja eine Bewegung von unten nach oben.
Das aber nur für den bewussten Verstand. In der Realität ist es so, dass du permanent auch mal hoch, runter, aber trotzdem konstant nach oben gehst. Und hast du mal gute Tage, schlechte Tage, dann fällt man mal zurück, hat das Gefühl, ja, 10 Schritte zurückgemacht zu haben und dann am nächsten Tag wieder 10 Schritte vorne oder 12 Schritte vorne weg zu sein. Und das ist das, wo ich sage, das ist es ist alles ist gleichzeitig. Und der Punkt von Aufmerksamkeit ist das, wo letzten Endes die Zeitinsel ausdrückt. Die Bewegung und diese konstante Steigerung, die uns auffällt, wenn wir uns jetzt angucken und wie wir vor einem halben Jahr waren zum Beispiel oder wie unsere Ideen vor einem halben Jahr waren, dann könnte man sagen, das ist linear. Dadurch entsteht dieser Gedanke von linear. Aber während wir diesen Weg gehen, ist das immer ein Springen zwischen den Frequenzen, zwischen den Dichten, zwischen den Dimensionen, zwischen den Konzepten. Zum Beispiel, manchmal hat man ein Problem, man legt sich schlafen, bittet um Hilfe, am nächsten Tag hat man auf einmal Inspirationen und das Problem ist nicht mehr ganz so groß und ich habe die Lösung irgendwie schon, ja, parat. Das ist in dem Moment ein Channeling gewesen von höherdimensionalen Energien, die uns in eine höhere Wahrnehmung katapultiert haben und uns geholfen haben, ja, so ein bisschen den Punkt von Aufmerksamkeit auf eine andere Linie zu bringen, durch so eine kleine Entscheidung, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt kann ich es loslassen zum Beispiel. Wenn ihr euch vorstellt, ihr müsst so ein bisschen Vorstellungskraft jetzt haben, weil ich habe davon keine Grafik machen können. Stellt euch mal vor, am Horizont ist ein Punkt und dieser Punkt splittet sich auf in unzählige Linien. Ja? Um das irgendwie für den Verstand greifbar zu machen. Und ihr fangt an, ganz bei euch an einer Linie. Das ist der Ausgangspunkt. Und eure Frequenzen und Entscheidungen lassen euch von Linie zu Linie hüpfen. Zum Beispiel, ich kann mit meiner Entscheidung sagen, okay, heute verlasse ich das Haus. Gut, in die Punkt 1, weil du verlässt ja das Haus, heißt du bist in die nächste Zeitlinie gesprungen. Damit bist du in einem nächsten Raum von potenzieller Energie. Dann könntest du entscheiden, wenn du draußen bist, okay, ich nehme jetzt heute das Fahrrad anstatt das Auto zur Arbeit. So, also hast du hier wieder einen nächsten Sprung in die nächste Zeitlinie gemacht. Und so machen verschiedene Entscheidungen, lassen dich in verschiedenen Momenten springen. Die Linien sind jetzt nur für das Bewusstsein. Dann kommt aber manchmal der Moment, wo wir an Entscheidungen stehen, wo wir vielleicht eine falsche Entscheidung treffen, eine Entscheidung, die uns nicht im höchsten Benefit ist. Zum Beispiel, dass wir sagen, ich laufe zur Arbeit und man vergisst seinen Regenschirm. Und dann könnte es sein, dass das Higher Self oder das Team einem einen Inspirationspunkt gibt und dass man das Gefühl hat, vielleicht doch das Auto zu nehmen und nicht zu laufen, weil man den Regenschirm vergessen hat oder weil man dann komplett nass wäre und der Tag von der Energie gelaufen wäre. Das heißt, in dem Moment hast du einen Download bekommen von deinem Higher Self, von deinem Team, von deinen Guides, die dich dazu gebracht haben, ja, eine andere Entscheidung zu treffen und anstatt in die schlechtere Zeitlinie, in das schlechtere Momentum, in den besseren Momentum zu gehen, nämlich früher auf der Arbeit anzukommen, früher daheim zu sein und vielleicht am Abend, ja, sich noch mit Freunden treffen zu können, aufgrund dessen, dass die einfach man keine schlechte Laune hat, weil man nicht nass wurde, weil man nicht alles verpasst hat oder andere Dinge. Und so sind kleine Entscheidungen, dass die uns die Qualität transformieren. Jetzt an einfachen Beispielen erklärt, wie ja letzten Endes so Zeitmomentumsprünge stattfinden und dann, dass die Qualität dieser Linien färbt. So, diese Linien, die ihr euch jetzt vorgestellt habt, ja, das ist was, wo man als Zeitlinie bezeichnen könnte. Alle in der Komplexität, die Zeitlinie des Tages. Aber tatsächlich, wenn man das wieder aufsplittet, sind das viele mini kleine Linien oder tatsächlich auch diese Momente. Das heißt, ihr könnt das sehen, wie euer Bewusstsein das jetzt am allerbesten greifen kann. Für mich sind es Momente, weil in dem Moment, wenn ich eine Linie habe, habe ich ja auch eine Distanz, Zeit und Raum, die ich zurückbringen muss, hinter mich bringen muss. Aber im Quantum selber gibt es keine Distanz, die ich bringen muss, sondern die einzige Distanz ist die Frequenz, die ich bin und die Konzepte und Ideen und Glaubenssätze und Gedanken in meinem Kopf. Deswegen sehe ich es realistischer und teile damit die Gedanken zu diesen Quantenfeldern und zu den Zeitmomenten, wie die ETs das auch sehen und sehe das nicht als Zeitlinie, sondern als Momentum und damit kann ich von Momentum zu Momentum springen. Zum Beispiel, wenn die Spacecrafts, wenn du mit einem Spaceship Zeitlinien springen möchtest,
dann ist es so, dass dieses Spaceship sich nicht linear bewegt, sondern dieses Spaceship hat ein Computersystem, das eine Frequenzmappe hat. Und anhand von der Frequenzmappe sagst du, okay, dieses Momentum, dieses Frequenzmomentum möchte ich haben von dieser Person. Dann wird das angepeilt, dann gehen die Computer hoch und dann beginnt das Spacecraft das sind so Booms, nennen die das sind so spezielle Vorrichtungen an der Spitze, an der Nase des Spacecrafts. Von dort aus wird dann eine Frequenz angefangen, eine oszillierende Welle aufzubauen. Das Ganze umgibt dann das ganze Spacecraft. Es entsteht wie eine Blase. Das ganze Spacecraft verändert die Frequenz und zack sind die in dem Momentum. Verschwinden auf der einen Ebene und sind auf der anderen Ebene. Okay? Und deswegen passt für mich Linearität nicht. Aber wenn euer Verstand, um das Arbeiten mit Zeit besser konstruieren zu können, dürft ihr euch auch vorstellen, dass ihr auf einer Linie euch befindet. Nicht in einer Insel, sondern auf einer Linie. Diese Linie hat die Qualitäten, wie wir zum Beispiel mit dem Tag besprochen haben, hat eine gewisse Qualität. Und wenn ihr zum Beispiel euch in einer Zeitebene befindet, die euch nicht gefällt, weil die Realität drumherum euch zu eng ist, weil ihr etwas hier manifestiert habt, was euch nicht gefällt, was euch Diskomfort bereitet, dann da kommt dieser Punkt Schattenarbeit zum Tragen. Macht die Schattenarbeit, macht die Arbeit, fühlt die Konsequenz dieser Frequenz, dieser Gedanken, dieser Konzepte in euch, was es bedeutet, das alles manifestiert zu haben. Damit gebt ihr das Go, okay, ich fühle das und ich lerne, während ich das fühle. Dann könnt ihr reingehen, Herzkohärenz und den Emotionalkörper transformieren durch das Schicken von Licht, von Heilenergie, dass das wieder bereinigt wird. Aus dieser Energie könnt ihr in euer Unterbewusstsein gehen und die Glaubenssätze und Gedanken und Haltungen, die euch dahin gebracht haben, loslassen und sagen, hey, danke. Danke, es hat mir gedient, aber ich wähle neu, weil ich habe verstanden, was es bedeutet, so zu denken, so zu fühlen, so zu handeln. Ich habe verstanden, es hat mich dorthin gebracht. Ich wähle ab sofort, eine neue Realität, in der das und das und das ist.